So, guten Morgen, wir haben Montag. Here we go. Wie geht's? Wie hast du geschlafen? Fangen wir mal so an. Gut geschlafen, viel geschlafen. Das Wochenende war entspannt. Genau, und jetzt geht's zum Project Wellbeing nochmal. Wir haben noch ein paar Sessions, wo wir ein bisschen Recovery machen. Nochmal die letzten Schliffe dran setzen, bevor Camp losgeht. Wir haben Montag, Mittwoch geht's Camp los. Jakob schaut nochmal nach dem Rechten. Trainingsphase ist eigentlich offiziell vorbei. Let's go. Die letzten Runden an Training und Einheiten werden hier noch immer ein paar Box-Jumps. Aber der Junge muss auch ein paar Welle fangen. Das heißt, jetzt kommen mal ein paar Welle.
Ein letztes Mal Soft Tissue oder wie das sich nennt. Genau, bisschen Soft Tissue noch, bisschen PT, mal noch ein paar Übungen. Stabile Gruppe heute. Ich habe eigentlich gedacht, dass heute entspannt wird, aber Coach Sean hat das Ganze nochmal hochgedreht. Ich durfte mit ein bisschen kleineren Gewichten trainieren, das war ganz geil. Wir haben auch eine gute Gruppe gehabt. Der Kollege Austin Eckler von den Chargers war am Start. Ich chill jetzt hier noch ein bisschen mit dem Kollegen Nathan an meinem Bein hier. Und ja, ich würde sagen, wir machen gleich nochmal eine Runde zu Hause, reden ein bisschen über Supplements und lassen das Ganze nochmal Revue passieren. Aber workoutsmäßig war es das jetzt. Danke fürs Dabeibleiben. Wenn das Video droppt, ist wahrscheinlich schon Preseason. Also, like, subscribe, share den Shit. Peace. Vorbei. Vorbei, Mann, das war's. Wobei, ich komme morgen nochmal her. Aber ich nicht mehr. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt echt ein Marathon hingelegt an Workout-Vlogs. Und ich glaube, für jeden, mal hier runter, der Aspirations hat im Football oder den Football interessiert, für den ist bei den Videos was dabei. Auch ich habe schon gehört von Johannes Reuter von dem Football Hot Now Podcast, dass der mit einem Profisportler im Auto saß und die über die Videos geredet haben. Und ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, was für ein Athlet das war. Auf jeden Fall kein Footballer. Yeah. Der hat sich dann aber auch reingezogen und meinte dann zu ihm, dass es voll gut war und auch ihm was gebracht hat. Also es bringt eigentlich jedem Sportler was, einem Profisportler bei der Arbeit zuzusehen. Ja, es ist immer mal interessant, weil es ja halt so verschieden, je nach Sportart ist dein Alltag ja ganz anders. Ich glaube, das war jetzt mal ein wirklicher Einblick in wie die Offseason hier so aussieht. Und die Offseason ist ja auch jedes Jahr anders. Ja, letztes Jahr waren wir in Deutschland unterwegs, dieses Jahr in Florida und hier in Vegas. Also es ist immer mal wieder spannend, betrifft immer mal wieder neue Jungs, Spieler von anderen Teams. Heute war Austin Eckler einfach da, das war mal überraschend. Ja, Mann. Ich habe gar nicht gewusst, dass der hier in Vegas wohnt in der Offseason, weißt du? So. Wir haben einige Jungs getroffen, mit denen ich gespielt habe. Also Wie kam es eigentlich dazu, dass du diesen Sommer nicht nach Deutschland gegangen bist? Ja, fast ein bisschen eine längere Story, aber letzte Offseason habe ich in Deutschland trainiert und wie gesagt, ich hatte ja Coach Simon beim Machbar Gym, der echt einen super Job macht. Ich habe dann zusätzlich noch immer darauf bestanden, extra Workouts zu machen. Ja. Also Coach Simon hat eigentlich ein bisschen einen Plan gehabt, aber ich wollte dann immer noch darüber hinausgehen und noch mehr machen. Hatte aber in Deutschland nicht dieselben Recovery-Möglichkeiten, die ich hier in den USA habe. Ja, also in Deutschland hatte ich, ihr habt es ja gesehen, nach jedem Workout war ich beim PT, habe ein bisschen Soft-Tissue gehabt. Vor den Workouts hatte ich Soft-Tissue und PT. Das hat in Deutschland gefehlt. Also in Deutschland hatte ich dann sozusagen nur den Lift und die Field-Session und dann die Zusatz-Field-Work, die ich noch dazu organisiert habe. Ja, ich habe immer ein paar Jungs angerufen, ich hatte ein paar Quarterbacks auf dem Feld, ich bin fast jeden Tag Routen gelaufen, habe jeden Tag Sprint-Work gemacht und habe zusätzlich dann auch noch einen Haufen Termine gehabt, einen Haufen Family besucht, also es war richtig stressig, ich bin die ganze Zeit rumgefahren und ich glaube, die ganze Workload zusammen hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich dann am Ende von der Offseason mein Körper sich echt nicht gut angefühlt hat. Ja. Also ich war bin ein bisschen ins Overtraining reingekommen und habe dann sozusagen die ersten Wochen von letztem Trainingslager und von letzter Season dann sozusagen noch gemerkt, dass mein Körper sozusagen noch am Recoveren ist. Also ich musste sozusagen im Trainingslager dann versuchen, meinen Körper wieder ganz gesund zu kriegen. Und das ist halt echt nicht, was du willst. Ja. Und dann habe ich mir dieses Jahr eben sozusagen von vornherein für die Offseason ein bisschen anderen Plan aufgestellt. Ich war jetzt dieses Jahr nur 3 Tage in Deutschland, also Family ist ein bisschen kürzer gekommen. April war es, ja. Genau, im April war ich 3 Tage da. Aber ich habe jetzt gesagt, echt, jeder kann mich besuchen, aber diese Season ist so wichtig, dass ich es nicht riskieren kann, wieder in ein Trainingslager zu gehen und nicht wirklich 100%ig fit zu sein. Und deswegen waren wir jetzt in Florida, deswegen waren wir hier bei Project Wellbeing. Waren beide Spots, wo wirklich alles aus einer Hand kommt. Ich habe das Training gemacht, danach direkt PT, Recovery, sodass ich jeden Tag echt darauf schauen kann, dass ich zwar viel trainiere, ja,
wirklich an einem High-Level besser werde, aber gleichzeitig mein Körper sich auch Stück für Stück besser anfühlt, sodass ich jetzt wirklich sagen kann, hey, ich fühle mich top und ich bin ready fürs Camp. So, mir ist noch eine Frage für Jakob eingefallen, während wir gerade zu Allegiant Stadium fahren. Und zwar sag mal uns deine 3 Tipps, wie man lebend durchs Trainingscamp kommt. Das Wichtigste ist deine Routine, also deine Routine. Du musst konsequent einfach schlafen gehen, so früh wie möglich. Und morgens mit genügend Zeitpuffer aufstehen, dass du Zeit hast, deinen Körper wieder auf Gang zu bringen. Ja, also brauchst morgens genügend Zeit, um einfach auszurollen, zu stretchen, was auch immer du machen musst, um ready zu sein. Dann für mich ist immer noch, du brauchst irgendwie ein bisschen eine Sache, die du als wie Ablenkung nimmst. Ja? Also manche Jungs haben ihre Playstation in ihrem Zimmer. Ich nehme normalerweise immer noch irgendwie ein Buch mit ins Camp oder sowas, dass du einfach irgendwie in den kleinen Breaks, die du hast, ein bisschen was lesen kannst, irgendwie einfach was machen kannst, was dir ein bisschen Spaß macht. Ja, diesmal muss man dazu sagen, anders wie bei den Patriots musst du hier im Camp bleiben. Ja, also das war jetzt, in meinem ersten Patriots Camp waren wir auch im Hotel die ganze Zeit. Das war jetzt nur die letzten 2 Jahre wegen Coronavirus. Waren wir zwar im Trainingslager, aber du hast trotzdem zu Hause gepennt. Ab diesem Jahr ist es wieder so, dass du im Hotel bist. Das heißt, du musst ja halt sozusagen einfach was ins Hotel mitnehmen, was du dann in deinem Zimmer ein bisschen entspannt machen kannst. Als sozusagen deine Freizeitbeschäftigung. Und Dritter ist einfach essen, so viel du kannst. Also viele Jungs verlieren Gewicht im Trainingslager, weil halt die Trainingsintensität so hoch ist, ja, du so viel zu tun hast, und auch wenn du müde bist, dann ist manchmal dein Hungergefühl ist dann ein bisschen weg. Ja. Aber mein Tipp ist einfach, wenn du weiter die Nutrition in dich reinbringst, dann hast du auch weniger Likelihood, dass du dich verletzt. Wenn du am Ende des Trainingslagers immer noch genauso viel wiegst wie am Beginn des Trainingslagers, dann ist auch der ganze Kontaktfaktor nicht so schwer für dich. Und wir kommen an einem wichtigen Ort an. Ja, genau. Jetzt müssen wir noch finden, wo der Pro-Shop ist. So, hallo, guten Abend. Ich bin jetzt gerade bei Panda Express und hole mir noch was zu essen.
Und dann geht es zurück zu Jakob und Britney. Das war heute mein letzter Abend. Ich war gerade ein bisschen unterwegs, ein bisschen fotografieren und noch ein paar Drone-Shots machen, ein bisschen B-Roll gefilmt. Und dann war es das für heute. Dann gehe ich noch zurück zu Jakob. Wir müssen eigentlich noch den Vlog beenden. Und zwar wollten wir noch seine Supplements ein bisschen abfüllen, was er gerade zu Hause hat. Schauen wir gleich mal rein. Ich hole jetzt mein Essen und dann sehen wir uns bei Jakob. Alright guys, Supplements hat heute nicht mehr geklappt. Ich gehe jetzt pennen. Morgen ist Philipp sein Abreisetag, aber wir machen morgen noch die Subs für euch und geben dem Ganzen noch einen Abschluss. That's it for the night. Hey, die Leute fragen sich gerade, was hast du da für eine Brille auf beim Schlafen gehen? Das sind sogenannte Blue Light Blocking Glasses. Die tun das blaue Licht aus den Lampen und aus deinem Handy und so weiter filtern. Ich trage die immer abends ungefähr 2-3 Stunden bevor ich pennen gehe. Die sorgen dafür, dass du besser schläfst. Also Pro-Tipp für Tiefschlaf, Sonnenbrille nicht vergessen. Gute Nacht. So, willkommen zurück, Leute. Wieder der gleiche Ort, nur nicht mehr gestern Abend, sondern jetzt nachmittags. In 3-4 Stunden geht mein Flieger. Ich muss jetzt gleich alles einpacken. Ich habe hier gerade noch ein bisschen Raiders Gear, was ich die letzten Tage im Shop besorgt habe, von Jakob unterschreiben lassen. Und Jakob und Britney kamen gerade zurück vom Einkaufen. Hi. Jakob hat sich eine riesige Trinkflasche gekauft. Ja, genau. Wieso? Genau, wir reden über Supplements. Hier ist alles, was ich brauche. Und zwar Nummer 1, allerwichtigste ist Wasser. Da packe ich mir mal ab und zu ein bisschen so Hydration Packets rein. Ganz einfach. Boom. Oh. Und dann trinkst du das den ganzen Tag über, weißt, dass du hydrated bist. Das ist besonders wichtig hier in Nevada jetzt. Die Luft hier ist anders trocken. Und wenn du da nicht aufpasst, dann bist du ganz schnell dehydrated. Das heißt, so macht man das zu. Das heißt, so eine Flasche muss im Camp sein? So eine Flasche muss ich im Camp dabei haben. Das ist das ganze Wasser, was ich dann sozusagen neben dem Wasser, was ich während dem Training trinke, um hydrated zu bleiben. Was Supplements angeht, ich habe 7 so coole Dinge, ja, die gehen alle zusammen in ein Fach rein. Ich habe jetzt gerade nur mein Sonntagspacket hier. Das ist aufgeteilt in die Supplements, die ich morgens nehme, mittags und abends. Morgens, machen wir es mal auf, schauen wir mal, was drin ist. So, wir haben ein bisschen Fischöl, wir haben Vitamin D, Beta-Alanin, ein Mariva Supplement, das ist Turmeric, ein bisschen für Inflammation. Und dann haben wir hier ein Multivitamin-Komplex für morgens. Gepaart dazu mittags gibt es nochmal eine Ladung Beta-Alanin. Und abends die dritte Ladung Beta-Alanin und dann den Multivitaminkomplex für abends. Also da sind ein bisschen andere Zutaten drin. Das ist so mein Basic Setup. Beim Team gibt es da ab und zu noch ein paar andere Supplements, die wir dazu nehmen. Da gibt es ein bisschen fancy Stuff, Turmeric Shots, alles mögliche. Auch noch ein bisschen Magnesium, was man hier und da mal nimmt. Aber das ist so mein Basisprogramm. Dazu nehme ich noch 10 Gramm Kreatin am Tag. Und das ist so meine Routine. Okay, nachdem ich jetzt schon so genau und intensiv auf deine Finger gefilmt habe, musst du mal kurz was zu deinen Fingernägeln noch sagen. Oh ja, Mann, wir haben schwarze Fingernägel, okay, weil wir dieses Camp unsere Feinde in den Dreck stampfen und da habe ich jetzt schon mal meine Fingernägel in die entsprechende Farbe gepackt. Außerdem sieht es extrem cool aus und ich habe dazu die passenden Toenails. Und du wusstest nicht, dass du damit besser kein Geschirr spielst? Ja, ja, ich bin doch Rookie, Bro. Einmal Geschirr gespielt und das ganze Ding ist ab. Aber ja, mal sehen, wie lange es dran bleibt. Okay, das war's. Ich fahre jetzt zum Flieger. Oh ja, warte. Ja, dann machen wir kurz noch Cut. Alright, guys. Hier sind wir. Das letzte Video der Off-Season 2022 Serie. Wahrscheinlich, wenn das Video droppt, jetzt mittlerweile Video Nummer 15, Video Nummer 15 in unserer Off-Season-Reihe. Danke fürs Einschalten, danke, dass die ganze Off-Season jetzt dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Einblicke geben in
was ich so in der Offseason mache. Abgesehen davon hatten wir, glaube ich, echt ein paar volle Tage. Philipp hat hier das Ganze super durchgerockt, gefilmt, nonstop. Ich war natürlich am Training. Wie gesagt, like, subscribe, schreibt uns die Kommentare, was ihr nächstes Mal gerne sehen würdet. That's it for me. Und ich gehe jetzt ins Trainingslager. Nice. Genau, ich sage auch noch kurz was dazu. Also danke fürs Zuschauen. Wir haben hoffentlich was Gutes abgeliefert. Solche Phasen wie jetzt laufen. Egal, kannst du cutten. Ich hab gerade auch Scheiße gelabert. Ja, beide. Und ich gebe mal das Mike weiter. Danke. Das musst du auch rausschneiden, Bro. Nein, das ist gut, das ist ja gut. Also Leute, das ist unser dritter Take, weil beim ersten Mal das Mike irgendwann nicht mehr gesendet hat. Also hier ging einfach das Ende aus. Let's go. Alright. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Gesendet hat. Also hier ging einfach das Ende aus. Egal, wir zeichnen es nochmal auf. Also was wir noch sagen wollten dazu ist, dass solche Phasen wie jetzt, dass die halt bei Jakob nicht immer abzufilmen sind. Das war jetzt besonders diesen Sommer so eine Phase vom Trainingscamp, da kann man mal kurz 15 Videos raushasseln, so. Aber sonst ist es bei Jakob auch ruhiger und während der Saison macht es auch keinen Sinn, solche Vlogs zu drehen und vor allem Jakob ist auch nicht der Typ für so einen Daily Vlog Channel. Wenn es was weiterzugeben gibt, wie jetzt in der Phase, dann machen wir das gerne. Genau. Und schauen wir mal, wann die nächste Phase ansteht. Vielleicht nächste Offseason. Jetzt wird erstmal die Saison gespielt, durchs Trainingslager gegangen. Und danke fürs Zuschauen. Like, subscribe, abonniert den Kanal. Und es kommen trotzdem Videos. Wir haben auch noch altes Material auf Lager, also bleibt dran. Genau. Ciao. Tschüss. Ja, gut. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, im Kanal von uns und von den Videos. Ja. That's it. Eine Frage an dich. Während der Saison Vlogs zu drehen, wieso macht das keinen Sinn? Ehrlich gesagt, weil einfach 90% meines Alltags im Stadion stattfindet. Ich bin die ganze Zeit in der Facility, ich bin nur zum Schlafen zu Hause. In die Facility kann ich dich nicht mitnehmen. Das heißt, von dem Vlog würden wir morgens sehen, wie ich aufstehe und abends sehen, wie ich nach Hause komme. Und das war's. Peace. Peace.